Den Text, den ich jetzt vortrage, den habe ich geschrieben, als ich gerade in den Vorbereitungen für mein Geschichtsabi war. Und da hatte ich nämlich das Thema die Jugend, also die 68er-Revolution und die RAF. Und nachdem ich mich halt intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich ja diesen Text geschrieben. Und ich wollte ihn jetzt gerne teilen, weil ich das Gefühl habe, dass er noch viel Relevanz hat, auch auf die heutige Situation. Und ja, ihr habt es doch alle schon gehört. Bin Laden, die RAF, Malcolm X, Panther Power. Sie haben es versucht, sind gescheitert, sind tot. Staatsfeind Nummer 1. Und dabei fingen ihre Geschichten allesamt idealistisch an. Sie wollten etwas verändern, etwas stoppen, Völkermord, und gegen die eigene Unmacht half weder Waffe noch Wort. Und sie verrieten dabei ihre Ideale der Hauptlinie niemals mehr fern. Und trotzdem kämpften Leute auf ihrer Seite und taten es gern. Sie haben sich verrannt, wurden nach Stammheim verbannt, sind gegen die undefinierbare, unüberwindbare Macht der Struktur gerannt, haben gegen Gummistahl das Federt geschossen, dabei nichts verändert und viel Blut vergossen. Zu viel eigenes, unschuldiges, schuldiges, unnötiges Blut. Aber ihre eigentliche Ideologie, die war gut. Denn es stimmt vieles nicht und es währt immer mehr und die Hippie- und Gammler-Klamotten versammeln sich langsam, aber sicher ein neues Heer. Wir glauben nicht mehr. Nicht mehr alles, was man uns sagt. Nicht allein, weil uns beigebracht wird, dass man alles hinterfragt. Ich kann sie schon verstehen, sowohl Ensslin, Raspe und Bader, und ich sehe auch das Vorbild, das sie gesehen haben in Che Guevara. Und ich weiß auch schon, ich sollte das nicht sagen. Ich empfinde Sympathie für Terroristen, die ihr Ideal gewalttätig jagten und dabei verloren. Sie verloren es zwischen zu viel Blut und zu wenig Hauptlinie, auch wenn sie sagten, dass nur Handeln eine Revolution erbringen wird. Und ja, ich sehe, dass unser System auch einiges bietet. Ich sehe die Gutmütigkeit, wenn noch ein Haus an Flüchtlinge vermietet wird. Faschisten keine Macht. Aber ich verstehe vor allem, und das ist wichtig, dass Gewalt nicht funktioniert und dass sie deswegen nicht richtig ist. Und nein, ich glaube nicht an Gewalt. Auch wenn er Tag für Tag von den Mauern von Schulen, Kindergärten und Zeitungen widerhallt. Gewalt bringt den Menschen, die Menschheit uns nicht nach vorn. Doch entsteht jede Sekunde, begleitet von Zorn. Der Zorn, der auch Ensslin steuerte, wenn sie Kugel auf die Polizei abfeuerte. Ich kann das schon verstehen, warum sie wütend war. Sie, die erste Generation der RAF, war der Revolution sehr nah. Näher als die Generationen, die ihr folgten, doch wie sie auch, musste die erste Generation ihre Ideale dem Staat verzollen. Es war eine Zeit damals. Ich hätte es lieber gesehen und gerochen. Und ja, ich musste weinen, als ich erfahren habe, dass Polizisten auf friedliche Demonstranten geschossen haben. Das ist Unrecht. Es tut mir leid, in dieser Hinsicht hatten die RAF recht. Die meisten Menschen kümmern sich doch nur um ihre eigenen emotionalen Lecks. Und der Staat lässt Abiturienten hängen, weil sie das Recht auf BAföG nach unrealistischen Kriterien aushängen. Wir sind eine Bevölkerung aus Konsumisten, sehen unsere Probleme nur auf fremden, weit entfernten Pisten. Heutzutage wollen wir doch einfach nur Optimisten werden, sehen die Probleme nur woanders, wo sie aber trotzdem nicht gelöst werden. Und wir haben Angst. Wir haben Angst vor Fehlentscheidungen, vor zu wenig Bildung. Wir haben Angst um unseren Abischnitt, Angst vor Rowdies, die uns runterziehen, weil sie sagen, I don't give a shit. Wir haben Angst vor Big Brother und vor Google, weil sie unsere Entscheidungen überwachen. Wir haben Angst vor Krieg, Angst vor Diktatur und Angst vor Atomwaffen. Wir haben Angst vor Zuständen wie in Syrien, dass der Euro zusammenbricht, wir alleine alt werden oder dass die ganzen Social Media unser Hirn pürieren. Wir haben Angst vor China und dem Kapitalist und dem diktatorischen Kapitalismus. Angst, dass wir ihn bald loswerden, unseren Weltmachtstatus. Wir haben Angst vor Burnout und dass Putin ganz langsam eine Sicherung durchbrennt und er uns doch die Grenzen einrennt und wir das verpennen. Wir haben Angst, nicht tolerant zu sein oder rassistisch zu sein und fokussieren uns deswegen darauf, dass wir akzeptieren, anstatt dass wir tolerieren und sind dadurch nicht tolerant, sondern nur gut getarnt hinter unserer politischen Korrektheit. Wir haben Angst, depressiv zu werden, weil wir zu viel verstehen und wir beherrschen es beinahe perfekt, viel zu übersehen. Und nein, ich glaube nicht an den bewaffneten Kampf. Ich glaube auch nicht an Anarchie. Ich weiß nicht, ob meine Generation rebellieren wird. Die Schlausten meiner Freunde sind auch mit sich selber im Krieg. Und Gewalt funktioniert nicht, das System bleibt stark. Aber am schlimmsten ist es eigentlich, dass die meisten, ich vor allen Dingen eingeschlossen, nicht daran glauben, es schaffen zu können. Nicht daran glauben, dass er oder sie oder es etwas verändern könnte. Und deswegen fühle ich Sympathie für die Köpfe der RAF, denn sie glaubten daran bis zuletzt. Und trotzdem weiß ich über mich, und das trifft sicherlich auf viele zu, wir Menschen wollen unvergesslich sein und Spuren hinterlassen. Und um das zu erreichen, brauchen wir ein System, denn ohne System müssten wir überleben. Nur überleben. Denn die größte Freiheit, nämlich die ohne Struktursystem oder Staat, ist nichts als erbitterter Überlebenskampf, nicht wirklich freigeistlicher Art.
Um uns zu entfalten, brauchen wir einen Staat. Und ja, ich glaube, dass der Protest der 68er und der Widerstand der RAF daran gescheitert ist, denn egal wie freigeistlich man ist, der Mensch trotzdem immer Egoist ist. Und deswegen sage ich, und das ist wichtig, Gewalt funktioniert nicht und ist deswegen nicht richtig. Nein, niemals können wir eine klare Linie zwischen uns selber und dem Feindbild malen. Denn in uns allen fließen noch Ambitionen, besonders zu werden, ihn unvergesslich zu machen, unseren Namen. Wir können uns deswegen auch nicht über andere stellen und gewalttätige Handlungen ausüben und denken, wir sind Helden. Gewalt erzeugt keine Helden und auch keine Gewinner oder Verlierer. Gewalt erzeugt nur Tote und Verletzte und das alles nur mit der kleinen Hoffnung, dass unser Name niemals vergessen wird. Und wenn all das klargestellt ist, aber noch so viel mehr fehlt, möchte ich gerne noch hervorheben, was ich am allermeisten verstehe. Eine Heldin, die ich gut kannte, die zitierte einmal Gandhi für mich, denn ich habe damals so viel verstanden, ich habe den Sinn des Redens vergessen. Und sie sagte zu mir, alles, was du tust, wird letztendlich unwichtig sein, aber es ist sehr wichtig, dass du es tust. Und diesen Satz verstehe ich jetzt. Ich glaube nicht an Gewalt, aber ich glaube an Aufklärung und Revolution und den Schlüssel dafür kannten die Kommune 1 und auch die 68er schon. Es geht um gewaltfreie Taten, Bewusstsein gegenüber Problemen. Es geht darum, mit der Einstellung niemals ausgelernt zu haben, zu leben. Es geht um den Glauben an die eigene Autonomie und das Vergessen, dass wir Angst haben, am meisten vor der Vergänglichkeit. Denn so gebrauchen wir am besten unsere auf jeden Fall begrenzte Zeit. Wir haben es in uns. Wir wollen doch besonders sein. Und deswegen sollten wir protestieren und hinterfragen und aufhören zu denken, wenn nur ich das mache, dann bringt es eh nichts. Denn wenn wir alle aufhören, so zu denken und unsere Ängste erkennen und uns informieren, bevor wir handeln, friedlich, aber nicht passiv, dann können wir die Revolution von 68 beenden, aber ohne Gewalt. Denn Gewalt funktioniert nicht und ist deswegen nicht richtig. Dankeschön.